Supermarkt rufen uns die Lebens- und Genussmittel zu. Kauf mich, nimm mich mit. Angebote, wohin man schaut. Nimm 3, zahl 2. Der Einkaufswagen füllt sich wie von selbst. Mehr als 100 Joghurtsorten haben wir in einem Kühlregal gezählt. Doch brauchen wir das alles wirklich? Laden wir nicht viel zu viel ein? 30-40% aller weltweit produzierten Lebensmittel werden nie gegessen. Da ist uns eine Idee gekommen, ein Experiment zu wagen. Wir werfen alle viel zu viel weg. Deswegen haben wir ein Projekt gestartet, bei dem wir 10 Familien gebeten haben, 4 Wochen lang zu notieren, was sie wegwerfen. Und alles, was Sie hier im Einkaufskorb sehen, hat eine Familie in 4 Wochen in den Müll geworfen. Alle diese Lebensmittel haben wir nachgekauft und dann für ein Foto aufgebaut. Wir haben alle Familien zu Hause besucht und sie mit den Lebensmitteln, die sie weggeworfen haben, fotografiert. Sehr gespannt. Sehr cool, ja. Nach dem Fotoshooting haben wir dann alle Beteiligten zum Interview gebeten, Papa, was sagst du dazu? wie es ihnen in den 4 Wochen ergangen ist, in denen sie notiert haben, was sie alles wegwerfen. Dass Wurst wegkommt bei uns, das ist, finde ich, sehr traurig. Ich finde es generell, einem tut schon ein bisschen das Herz immer weh, oder? Wenn man dann was in den Mistkübel haut, wo man sich denkt, ach, Ja. das hätte man eigentlich vorher noch essen können. Und wir haben mit der Kamera einen Blick in den Kühlschrank geworfen. Das war vorher nicht angekündigt. Fast alle waren erstaunt, wie viel sie weggeworfen haben. Da geniert man sich fast ein bisschen für die Menge, die man da Ja, in dem Monat weggeschmissen hat, oder? schon. Vor allem, ich weiß, dass ich die Avocados bin und das tut schon weh irgendwie. Und so gut wie alle konnten für sich etwas aus dem Experiment mitnehmen. Die Quintessenz aus dem Projekt für mich war, dass es etwas mit einem macht, nämlich das totale Bewusstsein zu diesem Thema. Und genau dieses Bewusstsein wollen wir mit unserem Projekt schärfen. Ja. Und bitteschön. Dafür waren wir einen Tag zu Gast im Lager des Lebensmittelgroßhändlers Kastner in Wien-Inzersdorf. In der Lagerhalle haben wir ein provisorisches Fotostudio aufgebaut. Und da kann auch schon einmal etwas schiefgehen. Upsala. Ersatz ist schnell zur Hand. Wir wollen die große Menge an Lebensmitteln sichtbar machen, die wir alle unbedacht wegwerfen. Es sind fast 700.000 Tonnen, die im Mülleimer der heimischen Haushalte landen. Um diese Zahl begreifbar zu machen, haben wir sie heruntergebrochen auf die Menge, die jeder und jede von uns laut Statistik wegwirft. Gib uns unser tägliches Brot. So heißt es im Gebet. Doch wir werfen es weg. Im Durchschnitt eine Scheibe pro Tag wirft jeder von uns in den Müll. 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo. In Summe sind es rund 15 Kilogramm Brot und Gebäck, die wir hier aufbauen, um diese Menge sichtbar zu machen. Nach dem Brot ist es vor allem Obst und Gemüse, das im Abfall landet. Die schrumpelige Kartoffel oder der lasch gewordene Salat, die matschige Tomate genauso wie die faule Banane. Auch hier ist es ein ganzer Berg, der sich in einem Jahr ansammelt. Auch ganz weit vorne auf der Liste der schlecht gewordenen Lebensmittel stehen Milch, Käse und Eier. Zu viel davon gekauft, im Kühlschrank vergessen, der Käse schimmlig, die Milch sauer, die Eier nicht mehr ganz frisch. Das alles landet im Kanal oder dem Mist. Wenn wir alle diese Lebensmittel auf einen Haufen zusammentragen, dann ergibt das eine beachtliche Menge. Das ist schon ziemlich beeindruckend und fast ein bisschen beschämend, wenn man sieht, wie viel jeder von uns pro Jahr im Schnitt wegwirft. Das ist erschreckend. Die Wiener Universität für Bodenkultur hat errechnet, dass alle Haushalte in Österreich insgesamt mehr Lebensmittel wegwerfen als Landwirtschaft, Industrie, Handel und Gastronomie zusammen.
Es ist laut Statistik für jeden von uns so viel, dass es schwer zu glauben ist. Wir haben hier 75 Kilogramm Lebensmittel aufgebaut. Das ist die Menge, die jeder von uns statistisch gesehen pro Jahr wegwirft. Auch wenn es bei dem einen mehr und bei der anderen weniger sein sollte. Der Berg an Lebensmittelmüll ist sehr hoch. Runtergebrochen auf eine einzelne Person wird die Menge aber fassbar. Es ist bei jedem Haushalt etwas anders, aber in Summe werden pro Jahr Lebensmittel im Wert von 400 bis 800 Euro in die Tonne getreten. Es ist auch eine enorme Belastung für die Umwelt. Gemessen an den Ländern mit dem größten CO2-Ausstoß käme die Lebensmittelverschwendung auf Platz 3 der größten Umweltsünder. Alle diese Fakten und vor allem, was kann jeder und jede gegen diese Verschwendung tun? Wie können wir das Essen, das wir zu Hause haben, verwenden, anstatt es wegzuwerfen? Das haben wir in einem Buch zusammengefasst. Aufgegessen. Verwenden statt verschwenden. Mit vielen Tipps, Rezepten und Vorschlägen, damit in Zukunft alles aufgegessen wird. Wenn jeder von uns nur ein bisschen mehr beim Einkaufen nachdenkt und ein bisschen weniger wegwirft, dann hat unser Projekt einen Sinn gehabt. Dann wird der Müllberg weniger. Ressourcen werden geschont und vernünftig genutzt. Es ist gut für unsere Geldbörse und es ist auch gut für die Umwelt. Gemeinsam können wir viel erreichen. Gefällt dir das? Nein.